Hallo Leute, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Wie kaufen wir heute für Sie richtig ein? Wo ist der richtige Ort zum Kaufen? Ich werde versuchen, diese zu erklären, Freunde. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Orte, die wir den richtigen Ort des Kaufs nennen, ein relativer Begriff sind. So wie Unterstützung und Widerstand für alle relativ sind. Es ist also bei jedem anders. Unterstützung für wen, Widerstand für wen? Diese sind von Person zu Person unterschiedlich. Dies ist auch ein relatives Konzept, also kann ich sagen, dass es der richtige Ort für mich ist. Es kann ein anderer Ort für Sie sein. Vielleicht erfolgt der Kauf eines anderen Händlers auf einer anderen Ebene. Zunächst erzähle ich Ihnen von einem Kaufort, den ich verwende und der für mich richtig ist. Wie eröffnen wir dann einen Trade damit? Wie gehen wir in einen Trade ein? Worauf sollten wir beim Trading achten? Ich werde versuchen, diese zu erklären und Ihnen auch einen Indikator zeigen. Nennen wir diesen Indikator keinen Indikator, sagen wir gleitenden Durchschnitt. Wir werden die Richtung des Trends mit dem gleitenden Durchschnitt bestimmen. Wir werden diese tatsächlich gegenseitig unterstützen. Vielen Dank im Voraus, dass Sie mir zugehört haben. Wie ich immer sage, ist nichts, was ich in diesem Schulungsvideo erkläre, Anlageberatung. Betrachten Sie diese nicht als Anlageberatung, Sie können große Verluste erleiden, Freunde. Mit Ihrer Erlaubnis komme ich nun zu unserem Schulungsvideo. Ich werde Ihnen die heutigen Trades auf dem Heikin-Ashi-Chart zeigen. Warum ich Ihnen auf dem Heikin-Ashi-Chart zeigen werde, Freunde, denn wie Sie wissen, erlaubt uns Heikin-Ashi, geradere und bessere Linien zu ziehen. Indem der Durchschnitt aus dem Öffnen und Schließen der Kerzen genommen wird, fügt es dem Diagramm eine neue Kerze hinzu und wird zu dem Diagramm, in dem wir die Trends besser bestimmen können. Deshalb verwenden wir Heikin-Ashi. Wie gesagt, vielleicht steigen viele der Leute, die mir folgen, nicht in den Handel ein, weil sie denken, dass der von ihnen gezeichnete Chart falsch ist, weil sie die Candlestick-Charts hier, die normalen Eröffnungs- und Schluss-Candlesticks, überproportional werfen. Mit anderen Worten, die meisten von uns können den Grafiken, die wir selbst erstellen und zeichnen, nicht vertrauen. Deshalb werde ich es dir durch Heikin-Ashi zeigen. Wir verwenden normalerweise Heikin-Ashi, um die Trendrichtung sowieso zu bestimmen. Deshalb habe ich den Chart auf 5 Minuten eingestellt und die Kerzen als Heikin-Ashi eingestellt, nicht den normalen Candlestick-Chart. Und wie Sie sehen können, ist die Grafik glatter geworden. Ich sehe den absteigenden Trend leichter. Ich sehe den steigenden Trend leichter und ich kann die Kerzen leichter lesen, meine Freunde. Wie Sie hier sehen können. Was tun wir jetzt? Um den richtigen Ort zu finden, brauchen wir zunächst einen Trend. Wenn wir in einem 5-Minuten-Zeitraum handeln, ist es für uns schwieriger, einen Trend in einem 5-Minuten-Zeitraum zu finden. Denn lassen Sie mich Ihnen sagen, da alle 5 Minuten eine Kerze hinzugefügt wird, ist der Trend wahrscheinlich genauer. Meiner Meinung nach können Sie dies in einem Zeitrahmen von 15 Minuten oder in einem Zeitrahmen von einer Stunde darstellen. Normalerweise zeichne ich auf einen Zeitrahmen von einer Stunde, weil es eine Kerze pro Stunde hinzufügt. Vielleicht dauert es also einen Tag, bis dieser Trend dort ankommt. Es dauert einen Tag für mich, es gibt mir mehr Gelegenheit, mit dieser Parität, dieser Kryptowährung, dieser Aktie im Laufe des Tages zu handeln, und es ermüdet mich nicht. Aber wenn ich einen Trend in einem 5-Minuten-Zeitraum zeichne, muss ich ständig Trends zeichnen. Das zwingt mich. Zunächst öffne ich mein Diagramm wie gesagt als stündlichen Zeitrahmen und muss einen Trend auf einem stündlichen Diagramm zeichnen. Wenn wir uns das hier zuerst ansehen, müssen wir nicht weit hinter den Chart gehen, da wir ein Scalping oder Intraday-Trading durchführen werden. Wenn wir das Diagramm öffnen, müssen wir finden, was wir vor uns sehen. Wenn wir jetzt hinschauen, können wir sehen, dass es hier einen fallenden Trend gibt. Der Preis fällt und wie Sie hier sehen können, hat er die grünen Kerzen angezündet. Danach gab es bereits einen Aufwärtstrend, der Kurs stieg. Aber ich habe hier nichts zu suchen. Ich nehme einen fallenden Trend, dafür zeichne ich von hier aus eine Trendlinie und fange hier an, die Trendlinie von der ersten Spitze zu zeichnen, Freunde. Von hier und was mache ich? Ich berühre die Spitze hier so. Und wie Sie sehen können, habe ich einen fallenden Trend gezeichnet. Wenn wir jetzt schauen, habe ich den Endpunkt dieser Stelle und hier aufgenommen. Und wenn es sich hier lohnt, werde ich es hier jedenfalls aufgenommen haben. Wenn es hier berührt und darüber steigt, wird es automatisch den Abwärtstrend brechen und wird nun der Vorbote eines neuen Aufwärtstrends sein. Jetzt habe ich den Abwärtstrend in einem Zeitrahmen von einer Stunde gezeichnet und lass uns dies als die Möglichkeit einer automatischen Preisumkehr bewerten.
Wir können also vorhersagen, dass der Preis bis hierher kommen und von hier zurückkehren wird. Es ist bereits gefallen, hat es einmal an dieser Stelle versucht, konnte es nicht schließen und ist wieder gefallen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies hier noch einmal vorkommt, also bewerten wir Freunde so. Ich bin jetzt in der Handelsperiode. Ich habe mich auf einen Zeitrahmen von einer Stunde bezogen. Ob der Zeitraum 15 Minuten, 5 Minuten, 3 Minuten oder eine Minute beträgt, bleibt Ihnen überlassen. Ich gehe von der 1-Stunden-Periode zu den unteren Perioden und öffne mein Diagramm. Wie Sie sehen können, eröffne ich die 5-Minuten-Periode. Wenn ich die 5-Minuten-Periode öffne, sehen Sie den fallenden Trend, den ich gezeichnet habe, ich habe ihn hier gezeichnet. Der Kurs berührte hier einmal, konnte darüber nicht schließen, fiel wieder nach unten. Der Preis ist jetzt da, und das Kursziel ist da. Hier steht also automatisch mein Zielpreis. Nun, wenn wir den Prozentsatz des Verhältnisses erhalten, fangen wir von vorne an, es macht durchschnittlich 2% Gewinn bis zur ersten Linie, also platziere ich die Verkaufsorder zum Kursziel mit einer Gewinnquote von 2%. Aber es gibt nichts, was ich hier verkaufen werde, ich zeige es zu Handelszwecken. Jetzt muss ich wissen, wo der Preis ist. Jetzt zeichne ich einen Fibonacci aus der von mir gezeichneten Trendzone. Wir haben es in einem Zeitrahmen von einer Stunde gezeichnet, aber selbst wenn wir es in einem Zeitrahmen von einer Stunde zeichnen, zeigt es uns seinen Status in einem Zeitraum von 5 Minuten. Was ich tue, ist, dass ich von hier aus beginne, Fibonacci zu ziehen, ich nehme es von oben und ich ziehe es nach unten, bis ganz nach unten. Nachdem ich in den unteren Bereich gezogen bin, Freunde, lasse ich es genau hier, wie Sie sehen können, habe ich es aus dem unteren Bereich genommen und zeichne hier eine horizontale Linie. Wir gehen davon aus, dass meine horizontale Linie genau über der 23-Region liegt, wie ich immer sage. Die Verschlüsse über der 23-Region sind für uns die unteren Rücklaufverschlüsse. Sehen Sie, diese Stelle ist bereits automatisch zu einem Widerstand im Fibonacci geworden. Das heißt, es entspricht dem Punkt, an dem der gerade berechnete Abwärtstrend gebrochen ist, und tatsächlich bestätigt uns der von uns gezeichnete Abwärtstrend. Wir können also sehen, dass der von uns gezeichnete Graph korrekt ist. Ziehen wir in der Tat ein weiteres nach oben, lassen Sie uns unsere nächsten Schritte klarer sehen. Jetzt nach dem Zeichnen ist es okay. Ich sehe, es war die 23-Zone, dies ist die unterste Zone, hat der Preis über der 23-Zone geschlossen? Schauen Sie, es hat in der Zone 23 geschlossen. Wohin wird der Preis automatisch ausgerichtet? Es wird hierher zielen, wie Sie sehen können. Nun, wir müssen prüfen, wie die Unterstützung, die wir in dieser 23-Region in Anspruch genommen haben, zuvor funktioniert hat. Es hat hier als sehr gute Unterstützung funktioniert, dann hat es hier funktioniert, und wie Sie sehen, hat es von hier im Allgemeinen eine Reaktion erhalten und uns hier gute Gewinnraten beschert. Wieder hat der Widerstand sehr gut funktioniert, gehen wir noch ein bisschen zurück. Wie Sie sehen können, haben Sie hier sehr gut gearbeitet. Und schauen Sie, wenn wir rückwärts gehen, hat es sehr gut als Widerstand funktioniert. Es hat es hier einmal am 16. Januar versucht, dann wieder versucht. Habe es nochmal hier versucht, dann nochmal hier. Ich spreche von der 5-Minuten-Periode und hier brach es schließlich und hier kam ein schöner Aufwärtstrend. Nun ist Zone 23 logischerweise die richtige Zone für mich. Weil ich zurückblickte und wenn wir zurückblicken, funktionierte es als sehr gute Unterstützung und Widerstand und zeigte mir meine Richtung. Wenn wir es jetzt betrachten, hat es bereits über der 23-Region geschlossen. Und die Zone 38 in den automatisch gezogenen Widerstandsniveaus der Fibonacci-Unterstützung funktioniert bereits als Widerstandszone, und wenn wir uns den Abstand zwischen ihr und hier ansehen, können wir 1,90% sagen, das sind 2%. Er hat einen Abstand von 2% zum aktuellen Kurs. Das könnte mein Ventil sein. Wie gesagt, hier kann eine Stop-Loss-Order stehen. Unterhalb der 23-Zone, die wir gezeichnet haben, werde ich meinen Verlust stoppen. Warum setze ich eine Stop-Loss-Order? Ich sage immer, der Boden der 23-Region ist immer eine Klippe, Freunde. Handeln Sie nicht auf dieser Grundlage, haben Sie keine Angst davor, auszusteigen, eine Stop-Loss-Order wird Sie verlieren lassen, aber es wird Ihnen einen angemessenen Verlust verursachen. Sie werden viel weniger verlieren als den Betrag, den Sie haben, was der Finanzmarkt ist, hier gibt es keine Garantie für etwas. Wenn Ihre Gewinnchancen über 51% liegen, haben Sie bereits eine Gewinnchance von 51%.
Wenn Sie eine 49-prozentige oder 51-prozentige Chance zu verlieren haben, verlieren Sie sowieso, so ist es. Wenn wir jetzt hinschauen, haben wir unseren fallenden Trend gezeichnet. Wir zeichneten unsere Unterstützungswiderstandslinien. Kann ich diesen Ort jetzt als die richtige Einkaufszone für mich qualifizieren? Ja, ich kann es beschreiben. Denn wir haben bestätigt, dass der Preis, als er über der 23-Zone blieb, sowohl als Unterstützungswiderstand als auch als Kaufzone sehr gut funktionierte. Zum Beispiel berührte der Preis auch hier und bekam von hier eine Reaktion, der Preis stieg, und wie Sie sehen, blieb er auf die gleiche Weise darüber. Der Kurs ist gefallen, er ist wieder gestiegen und versucht darüber weiterzumachen, was hier nicht unbedingt der Fall ist. Preis hört hier auf, fällt von hier. Wir betrachten nur Möglichkeiten. Nun, wie ich am Anfang des ersten Videos sagte, zeige ich Ihnen zwei gleitende Durchschnitte. Diese gleitenden Durchschnitte funktionieren nur mit Heikin Ashi und sind kurzfristig basierte gleitende Durchschnitte. Mit diesen müssen Sie die Richtung des Trends bestimmen. Diese helfen Ihnen, die Trendrichtung zu bestimmen. Sie haben also den Trend gezeichnet, Sie haben sich das Diagramm angesehen. Lassen Sie uns dies mit einem gleitenden Durchschnitt bestätigen, denn bei Scalping-Transaktionen werden ständig gleitende Durchschnitte verwendet. Freunde, wir erhalten Unterstützung von Ihnen. Wir schreiben dies als EMA in den Abschnitt Indikatoren und klicken zweimal auf den EMA. Es sagt exponentiell gleitender Durchschnitt. Wenn Sie zweimal darauf klicken, erscheinen zwei EMS auf dem Bildschirm. Danach bearbeiten wir die Eingabeeinstellungen. Denken Sie daran, dass Sie den Eingang des ersten auf 8 setzen werden. Lass es uns weiß machen, lass es uns verdicken. Wir werden den Eingang des anderen auf 5 setzen. Nun kommt Ihnen vielleicht eine Frage in den Sinn, mein Herr, beides sind kurze gleitende Durchschnitte. Wie überschneiden sie sich, könnte man sagen. In einem normalen Pie-Chart, also einem normalen Candlestick-Chart, ist es für uns sehr schwierig, sie zu schneiden. Aber für Heikin Ashi funktioniert das ganz einfach, Freunde. Ich setze es auch auf 5, setze seine Länge auf 5 und schneide 8 mit 5. Das hilft uns sehr, die Trendrichtungen von Heikin Ashi zu finden, Freunde, also werden wir davon unterstützt. Nun, wenn wir unseren Graphen ein wenig vergrößern, mal sehen, schau, Freunde, es gibt einen Schnittpunkt in diesem Bereich. Mit anderen Worten, es startete ein Aufwärtstrend und der Kurs kam von hier nach hier und gab hier wieder ein Verkaufssignal. Der Preis berührte also die Unterstützungszone. Kreuzung nach unten. Der gleitende 5-Tage-Durchschnitt hat den gleitenden 8-Tage-Durchschnitt nach unten gekreuzt. Es schneidet hier bei dieser Kerze wieder nach oben, dann sehen wir, dass der Preis steigt. Wenn wir es uns jetzt ansehen, sehen wir, dass der Preis wieder nach unten gekreuzt ist. Also sage ich immer, handeln Sie nicht in den mittleren Abschnitten. Wie gesagt, auch hier können sich die Preise ändern. Sie können diese als Einkaufszonen betrachten. Betrachten Sie die Unterstützungszonen immer als Kaufzonen, Freunde, gehen wir etwas weiter zurück und überprüfen. Sehen Sie, wir können sehen, wie die Preise steigen, wenn der gleitende 5-Tage-Durchschnitt den gleitenden 8-Tage-Durchschnitt nach oben kreuzt. Hier gibt es wieder ein Verkaufssignal. Selbst wenn Sie diese beiden verwenden, können Sie tatsächlich eine Kauf- und Verkaufsstrategie für sich selbst erstellen, da sie in beide Richtungen funktioniert. Schauen Sie, wir können sehen, dass es im Herbst sehr gut funktioniert. Wo ist die Kreuzung im Niedergang? Es schneidet sich auf diesem Hügel, nachdem Sie diesen Hügel überquert haben, schauen Sie sich den Wasserfall dort drüben an, Freunde. Es trug hier. Von da an ging es weiter, also gehen wir noch ein wenig zurück. Schauen wir uns die bullischen Zonen an. Hier gibt es eine Aufwärtskreuzung. Hier schneiden sich die gleitenden Durchschnitte nach oben und der Preis ist hier gestiegen, was wiederum sehr gut funktioniert. Jetzt schneidet sich die Figur nach unten. Es schneidet im Sinne einer Short-Position, wir sehen auch, dass es sehr schön reagiert und fällt und dann wieder nach oben kreuzt. Hier können wir sehen, dass die Preise sehr schön steigen, wenn es wieder nach oben geht. Unser Ziel hier sind also diese Jungs. Der Preis durchbrach hier den Widerstand. Zum Beispiel sind die Bereiche im gleitenden Durchschnitt offen, wir können vorhersehen, dass der Preis weiter nach oben gehen wird. Hier schloss es über dem Widerstand, und wenn der Preis wieder nach unten kreuzt, schließt der Preis zwischen den gleitenden Durchschnitten. Sehen Sie sich den Spaltabstand hier und den Spaltabstand hier an. Mit anderen Worten, der gleitende Durchschnitt zeigt uns, dass er sich schneiden wird und der Preis sinken wird.
Die Logik des gleitenden Durchschnitts besteht darin, den Preisbewegungen zu folgen und gemäß den Preisbewegungen zu handeln, Freunde. Mit anderen Worten, das Thema, das ich Ihnen heute erzählt habe, drehte sich um die Fragen, wie wir den richtigen Einkaufsort für uns selbst bestimmen und wie wir es tun. Ich habe versucht, dies zu zeigen, ich hoffe, es war nützlich für Sie. Das ist alles, was ich Ihnen in diesem Trainingsvideo sagen werde. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, nichts, was ich im Schulungsvideo erklärt habe, hat den Charakter einer Anlageberatung. Nehmen Sie diese nicht als Anlageberatung wahr, Sie können große Verluste erleiden. Bis zum nächsten Trainingsvideo, tschüss, viel Glück.